glaube, ich drehe die Woche noch durch. Ein Leben ohne Musik ist... gefühlsarm. Nur ein halbes Leben. Scheiße. Trist, langweilig, farblos. Ich verzichte eine Woche auf Musik hören und machen. Krass. Hi, ich bin Josef. Und ich wollte wissen, was passiert, wenn ich eine Woche lang auf Musik hören und machen verzichte. In jeder Form. Oh no, you kidding me? God forsake my soul. Musik umgibt uns ständig. Ob in Filmen, Serien, Streaming, Radio oder den Lautsprechern im Supermarkt. Komplett jeder Musik aus dem Weg zu gehen, ist ziemlich schwierig. Das heißt für mich in dieser Woche natürlich keine Musik, aber auch keine Filme und Serien, keine Podcasts, weil die auch meistens einen Jingle haben, kein TikTok und kein bisschen Musik selber machen. Wenn man Musik sozusagen fastet, fällt auch fast die komplette Unterhaltungselektronik weg. Zumindest kann ich sie nicht mehr so genießen, wie ich es gewohnt bin. Aber da ich gemerkt habe, dass mir Filme und Serien mit Untertiteln und ohne Ton nicht ganz so gut gefallen, werde ich auch darauf in dieser Woche verzichten. Zum Glück macht mein Wecker keine Musik, sonst hätte ich morgens ein Problem und mein Smartphone schaltete ich komplett auf stumm. Als alles vorbereitet war, hörte ich am Abend vor dem Experiment meinen letzten Song. Jetzt bin ich mal gespannt, ob ich die ganze Woche einen Ohrwurm habe davon. Und dann ging's los. Da ich meinen Nachrichtenkonsum seit dem Social-Media-Experiment runtergefahren habe, höre ich morgens eigentlich immer nur Musik. Und das war auch direkt das Erste, was fehlte. Die Energie, die mir Musik am frühen Morgen gibt und wie sie meine Laune hebt. All das war jetzt weg und das war echt komisch. Da ich in meiner Küche auch von der Straße nicht viel mitbekomme, war es am Morgen echt ganz schön still. Was denkst du, wird in der Woche passieren? Wahrscheinlich wird man eine neue Perspektive auf die ganze Sache haben, weil es ist ja oft so, wenn man Sachen nicht macht und sie dann noch viel bewusster wahrnimmt, weil man merkt ja oft erst, wie sehr man etwas konsumiert, wenn man es nicht mehr tut. Das weiß ich, weil ich jetzt damals mit Fleisch so war. Erster Tag und es geht schon komisch los. Ich habe heute Morgen einen Termin gehabt, bei dem ich unerwartet lang warten musste. Ich hatte meine Noise-Canceling-Kopfhörer mit Oropax drunter auf, damit ich bloß nichts mitbekomme. Meine Fresse kann warten langweilig sein, aber zum Glück hatte ich Twitter dabei. Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal über 10 Stunden lang keine Musik gehört habe, während ich wach war. Aber an dem Tag war es so. Musik gilt als universelle Sprache und die Regionen, die sie im Gehirn aktiviert, wenn wir Musik hören, die wir mögen, sind die gleichen, die aktiviert sind, wenn wir Glücksgefühle erleben. Dieses Video läuft jetzt übrigens bereits so viele Minuten ohne Musik. Auch am zweiten Tag fehlte mir der Push der guten Musik am frühen Morgen sehr. Was mir inzwischen aber viel mehr fehlte, war das Musikmachen. Und das sorgte für ganz schön innere Unruhe. Ich arbeite als Regisseur und Drehbuchautor und vor allem bei der Bucharbeit liebe ich es, zwischendurch Gitarre zu spielen oder Klavier zu spielen, um mich wegzuträumen und Ideen zu finden. Das geht mit Musik hören zwar auch, aber beim Spielen passiert noch viel mehr in meinem Kopf. Es ist erst der zweite Tag und ich merke schon, dass ich wirklich deutlich schlechtere Laune habe, ohne Musik. Und mir fehlte am zweiten Tag Musik schon so sehr, dass mein Körper unbewusst eine Entscheidung für mich traf. Ich habe gerade bestimmt 20 Sekunden lang gesummt, bevor ich gemerkt habe, was ich mache. Es fing ganz schleichend an. Ich hörte auf einmal in meinem Kopf die Smashing Pumpkins und fing dann an zu summen, ohne es zu merken. Wenn dir Sinne entzogen werden, zum Beispiel wenn du in einen völlig dunklen, schwarzen Raum gesperrt wirst und auch keine akustischen, keine sonst wie irgendwelchen Reizen ausgesetzt bist, dann beginnt dein Gehirn, die zu erstellen, so unterbewusst. Und ich glaube, das wird auch passieren, wenn du keine Musik hörst. Dann wirst du selber, dein Gehirn wird dir Musik vorspielen, ob du willst oder nicht. Oh Mann, ist das komisch. Ich höre gerade in meinem Kopf Musik. Scheiße. Um mein Gehirn ein bisschen auszutricksen und mich abzulenken, fing ich an, Regengeräusche zu hören. Das mache ich ab und zu auch, aber normalerweise nicht so exzessiv. Da ich wegen der Musik ja vor allem auf Filme, Serien, Podcasts und Videospiele verzichtete, hatte ich sehr viel weniger Möglichkeiten zur Zerstreuung. Diese fand ich dann aber glücklicherweise in Büchern. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich einen Grund habe, meinen schwankenden Lesekonsum anzukurbeln. Gegen Abend fing mein Kopf wieder an, Musik zu spielen. Diesmal von der Künstlerin Jani.
Das entwickelte sich zu einem total surrealen Gefühl, weil ich den Song nicht anmachen konnte und er sich in Endlosschleife in meinem Kopf drehte. Und auch als ich im Bett lag, hörte das nicht auf, sondern wurde zu so einer unendlichen Spirale. Und dieser Song bohrte sich in mein Bewusstsein und ich lag noch lange wach. Und in dieser Nacht träumte ich, dass ich Musik aus meinem rechten Arm hörte und eine riesige Hand in mein Arbeitszimmer kam. Die fehlende Musik kompensierte ich immer mehr mit Regengeräuschen. Regengeräusche beim Arbeiten, Regengeräusche beim Aufräumen, Regengeräusche beim Einschlafen. Ich habe wirklich jede Playlist, die ich finden konnte, durchgehört. Ich kann keine Regengeräusche mehr hören. Bin sehr froh, dass heute die Sonne scheint. Wenn es draußen regnen würde, würde ich wahrscheinlich heute wahnsinnig werden. Es ist ganz seltsam. Heute finde ich es nicht so schlimm wie an den Tagen davor. Es ist so eine gewisse innere Ruhe entstanden, aber auch so eine gewisse Müdigkeit. Also ich glaube, dass ich auch ganz oft aus Musik total viel Energie hole. Und das ist jetzt weg und ich bin so ein bisschen dösig. Was bedeutet dir Musik? Musik bedeutet für mich emotionale Vertiefung des Lebens. Also ich kann das Leben besser wahrnehmen und besser verarbeiten, indem ich Musik höre und Musik aktiv mache. Musik war und ist meine erste große Liebe. Also ich glaube, man kann es nicht anders sagen. Musik lebt in mir, ich lebe in der Musik und so wird es, glaube ich, passieren, bis ich dieses irdische Leben hier verlasse. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es irgendwie anders sein wird jetzt noch. Hat sich auch natürlich als positiv herausgestellt. Alles. Also für mich ist Musik eigentlich alles, weil ich das Gefühl habe, dass Musik in der Situation, in der man gerade ist, alle Gefühle entweder ausgleicht oder verstärkt. Also wenn ich gut drauf bin, dann höre ich Musik, die meine Laune bestärkt und verstärkt. Wenn ich schlecht drauf bin, dann Musik, in der ich mich verlieren kann. Und wenn ich Ablenkung brauche, dann kann ich mich entscheiden, ob ich Partymusik hören möchte und rumbrüllen möchte. Oder es ist halt einfach alles mit Musik möglich, finde ich. Deswegen ist etwas, wo man sich, finde ich, total verlieren kann. Und deswegen ist es auch so wichtig für mich. Ich habe Kopfschmerzen. Ich bin mega genervt. Mir fehlt, glaube ich, echt der Ausgleich. Ich war heute joggen, es war ganz gut, aber eigentlich ist es mega albern. Wenn mir das jemand erzählen würde, ich würde es so albern finden. Es ist einfach nur Musik weglassen. Es ist, also wirklich, stell dich da nicht so an. Ich weiß nicht, ob es auch daran liegt, weil natürlich auch die ganzen Unterhaltungssachen weg sind und man kann nicht immer Bücher lesen. Ich habe jetzt so Kopfschmerzen, ich könnte jetzt gar nichts lesen. Aber es geht mir wirklich mega auf die Nerven und ich habe gerade auch einfach mega viel zu tun. Meine Laune war nicht die beste und mein Energielevel und meine Konzentration nicht besonders hoch. Und als dann auf der Arbeit ein paar Sachen schief liefen, hätte ich am Abend wirklich sehr, sehr gut Musik brauchen können. Ging aber nicht. Ich würde wirklich gerne jetzt Musik hören, weil es ist gerade etwas schief gelaufen, arbeitsmäßig, und es ist schon sehr spät, ich bin sehr müde, ich möchte ins Bett gehen. Ich muss jetzt aber noch Sachen umändern und anpassen. Und es würde mir mega helfen, jetzt Musik zu haben und mich nicht so krass darüber ärgern, dass ich jetzt noch diese Sachen machen muss, weil jemand sich gedacht hat, ich hätte es gerne jetzt anders. Ich glaube, ich drehe die Woche noch durch. Und so intensiv, wie Musik für mich ist, war dann auch der erste Moment nach 7 Tagen, an dem ich wieder Musik gehört habe. Und jetzt gehen wir mal davon aus, du hast es eine Woche lang ohne Musik geschafft. Was wäre der erste Song, den du hören würdest? Ich glaube, was von Kraftwerk. Wir sind die Roboter. Breezin' von George Benson oder Lovely Day von Bill Withers. So, du spürst direkt irgendwie, wie so Frühlings- oder Frühsommersonne durch so ein Blätterdach auf dich fällt. Um dich herum sind viele entspannte Tiere. Keine Ahnung, in meiner Fantasie ist das so. Und alle haben einfach nur gute Laune. Es gibt keine negativen Energien. Ich habe überlegt, ich möchte jetzt einen Song hören, der unter die Haut geht. Und ich habe mich dann für einen emotionalen Song entschieden. Und zwar von
Adele, River-Lee. Die Woche ist um. Ich höre jetzt das erste Mal wieder Musik. Und damit ich den Song laufen lassen kann, den ich höre, nehme ich ein Stück, das ich benutzen darf. Aber ich habe keine Ahnung, wie das jetzt wird. I am walking down the street. Bei mir ist Melancholie. Alles tut weh, alles tut weh, alles tut weh. Alles tut weh, alles tut weh, alles tut weh. Danach hörte ich erstmal eine Stunde lang wild durcheinander Musik. Die ersten 20 Songs habe ich euch in eine Playlist gepackt, sind in der Videobeschreibung, falls ihr mal reinhören wollt. Und danach spielte ich das erste Mal selbst wieder Musik. Ich muss ehrlich sagen, dass ich nicht gedacht hätte, dass Musik für mein emotionales Wohlbefinden so elementar ist. In den ersten Tagen nach dem Experiment habe ich auch gemerkt, dass ich Emotionen in Songs viel stärker wahrgenommen habe. Alles war irgendwie intensiver. Ich habe Songs, die ich seit Jahren höre, nochmal ganz neu wahrgenommen. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich Musik seitdem viel bewusster wahrnehme. Ich bin wählerischer geworden in meiner Musikauswahl und achte mehr darauf, mich nicht mehr von irgendwelchen Songs berieseln zu lassen. Und das ist auf jeden Fall ein positiver Effekt. Könntest du dir vorstellen, das Experiment auch zu machen? Ich glaube, nee. Also es sei denn, man sperrt mich wirklich weg. Es würde mir sehr, sehr schwer fallen. Wobei ich muss sagen, als ich glaube letztes Jahr mit 3 meiner besten Freunde, wir waren in Spanien und es gab da halt keine Instrumente. Nur eine, und die haben wir spät entdeckt, nur eine akustische Gitarre. Und sobald ich gemerkt habe, dass die da ist, da kannst du dir vorstellen, in wessen Händen die ganze Zeit war. Nicht so schwierig, aber keine Musik zu machen, also das einem Musiker aufzuzwängen, das finde ich schon extrem. Also ich kann mir das nicht vorstellen. Also, weil das bedeutet ja auch, dass ich keine Skizzen aufnehmen darf zwischendurch. Und auch die Gefahr, dass Ideen weggehen. Also, dass man sich denkt, die Idee, die ich jetzt hatte, wenn ich die jetzt nicht machen kann, dann vergesse ich die und vielleicht ist die genial. Ich freue mich sehr, wenn euch das Video gefallen hat. Mit einem Like, Kommentar oder dem Teilen des Videos helft ihr mir sehr weiter. Und wenn ihr wissen wollt, wie eine Woche Schweigen für mich war, dann könnt ihr das hier oben sehen. Danke an meine Patreons für den vielseitigen Support. Checkt bitte unbedingt auch Marty, Balbina und Aljoscha aus. Und vielen, vielen Dank an Blue Samu, The Screenshots und Jani, dass ich ihre Musik nutzen durfte. Alle in der Videobeschreibung verlinkt. Bis bald. Oh no.